Hallo Bosco. Hallo Rebecca. Heute geht es um Achsensymmetrie. Oh, Es gibt 3 Sorten von Symmetrie. Achsensymmetrie, Punktsymmetrie und Drehsymmetrie. okay, Und wir starten heute mit der Achsensymmetrie. okay. Symmetrie schreibt man übrigens mit 2M. Quatsch. Doch, mit 2M. Oh, das muss ich mir merken. Um zu schauen, ob eine Figur achsensymmetrisch ist, muss man schauen, ob sie mindestens eine Symmetrieachse hat. Ja, Dieser Schmetterling hat eine Symmetrieachse von oben nach unten. ja. Und an dieser Achse könnte man den Schmetterling jetzt zum Beispiel spiegeln oder falten und dann würde er links und rechts eben wieder genau gleich aussehen. Dann wäre es ein Falter. Genau. Okay. Dieses Straßenschild hier ist gar nicht achsensymmetrisch, Was? weil es gar keine Symmetrieachse hat. Von oben nach unten? Ja, die von oben nach unten, die geht nicht, Warum? weil dieser Pfeil, der da oben jetzt nach links zeigt, der würde nach dem Spiegeln dann nach rechts zeigen. Oh, Und normalerweise müsste die Figur sich nicht verändern durchs Spiegeln. Die müsste genauso aussehen wie vorher. und die Diagonale? Die Diagonale probieren wir auch mal aus. Ja. Dann würde aber dieser Pfeil, der jetzt oben nach links zeigt, dann in das rechte Feld gespiegelt und nach unten zeigen. Dann liegt es an den Pfeilen. Korrekt, Bosco. Und ohne Pfeile? Ja, ohne Pfeile hast du recht. Dann gibt es nämlich genau 4 4. Symmetrieachsen. Ja. Eine von oben nach unten, eine von links nach rechts und die beiden Diagonalen. Okay, verstanden. Aber jetzt noch mal eine besondere Frage, Bosco. Wenn wir jetzt auch noch die roten Balken weglassen, was wäre denn dann? Eine? 2? Tja, unendlich viele. Was? Ja, jeder Kreis hat jeden seiner Durchmesser als Symmetrieachse. Und weil Okay. ein Kreis unendlich viele Durchmesser hat, Okay. gäbe es dann eben auch unendlich viele Symmetrieachsen. Puh, anstrengend. Oh, ich sehe, dir fällt das schwer. Du hast ja auch ein Brett vorm Kopf. Ja. Ja, das gehört da nicht hin. Warte, ich nehme das mal weg. Viel besser. Danke. Ja, ohne Brett denkt sich's doch besser. Dann zeig mir doch mal die Achsen von meinem Brett. Oh, vom Brett? Ja. Ja, schauen wir mal. Also, solange das Brett diese Holzmaserung hat, ist Ja. es nicht achsensymmetrisch. Aus dem gleichen Grund wie mit den Pfeilen, weil die Holzmaserung halt nicht so symmetrisch ist. Okay. Aber wenn wir die weglassen, haben wir 2 Symmetrieachsen. Die von oben nach unten genau in der Mitte und die von links nach rechts genau in der Mitte. Und die Diagonale? Ja, die Diagonale geht leider wieder nicht, Bosco, weil diese Ecke würde dann hier runter gespiegelt. Oh ja, Und da war halt vorher keine Ecke. verstehe. Und beim Spiegeln muss die Figur danach nämlich genauso aussehen wie vorher. Und das wäre dann hier nicht so. Und wenn mein Brett ein Quadrat wäre? Ey, du bist aber ganz schön clever. Ja, weil dann sind die Diagonalen auch Symmetrieachsen Sehr gut. bei einem Quadrat. Und tatsächlich spielt es gar keine Rolle, wie das Quadrat steht, ob es auf einer Seite oder auf seiner Ecke steht, weil Ja. dieses Vorfahrtsschild hat dann eben auch 4 Symmetrieachsen, die jeweils von der Mitte der Seite zur gegenüberliegenden Mitte der Seite und von Ecke zu Ecke. Also wie bei jedem Quadrat auch. Jetzt reicht's mir mit Verkehrsschildern. Ich fahre gar kein Auto. Ja, du fährst kein Auto, weil ich dich überall hinfahren muss. Genau. Ja, was interessiert dich denn mehr? Zeig mir mal was aus der Natur. Aus der Natur. Wie wär's denn hier mit dem Kleeblatt? Ja. Schau mal, dieses Kleeblatt hat genau 3 Symmetrieachsen, immer von der Mitte eines Blattes zur Lücke auf der gegenüberliegenden Seite. Und weil es eben 3 Blätter hat, hat es dann auch 3 Symmetrieachsen. Ich habe noch kein Kleeblatt gesehen, was so gleichmäßig gewachsen ist. Oh, da musst du mal mit mir spazieren gehen. Ich habe schon viele gesehen. Okay. Ja, aber die Frage ist durchaus berechtigt. Also es gibt natürlich auch Kleeblätter, die haben zum Beispiel unten eine größere Lücke. Die sind dann nicht ganz so gleichmäßig gewachsen, aber die hätten ja immerhin eine Symmetrieachse. Ja. Von oben nach unten. Genau. Okay. Und solange sie eine Symmetrieachse haben, sind sie dann auch achsensymmetrisch. Verstehe. Und wenn ich Glück habe, Aber wenn du so richtig viel Glück hättest Ja. und hättest ein 4-blättriges Kleeblatt Genau. gefunden, ich habe übrigens noch nie eins gefunden, ich habe schon so viel gesucht. dann musst du mal mit mir spazieren gehen. Hast du echt schon welche gefunden? Klar. Wow. Also dieses 4-blättrige Kleeblatt hat Ja. 4 Symmetrieachsen, Ja. nämlich jeweils die beiden Diagonalen von der Lücke zur gegenüberliegenden Lücke zwischen Ja. den Blättern und jeweils von der Mitte eines Blattes zur gegenüberliegenden Mitte eines Blattes. Okay. Also haben alle Pflanzen in der Natur eine Symmetrieachse. Das kann man so nicht sagen. Schau mal, diese Blüte hier, Ja. die ist wiederum gar
nicht achsensymmetrisch, Warum? weil sie halt gar keine einzige Symmetrieachse hat. Und das liegt wiederum an der Form der Blütenblätter. Die haben ja jetzt auf der einen Seite so ein bisschen einen Zipfel, so eine Spitze. Und wenn ich jetzt das spiegeln würde, würde dieser Zipfel auf die andere Seite des Blütenblatts gespiegelt werden. Gibt es auch Blumen mit Symmetrieachsen? Ja, wenn jetzt also diese Blütenblätter einfach in sich schon symmetrisch wären, wie beispielsweise bei dieser Blume, dann wäre diese Blume achsensymmetrisch. Sie hat jetzt 6 Symmetrieachsen. Also gibt es solche und solche. Ja, man muss sich das immer genau anschauen. Puh, ich glaube, das war genug für den Anfang. Aber verstanden hast du es jetzt, oder? Ja, aber ich brauche jetzt eine Kaffeepause. Oh ja, die haben wir uns verdient. Haben wir. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.